Ich habe meine Weltreise etwas früher abgebrochen, weil... Sorry. Ich weiß gar nicht, wie ich das hinkriegen soll, das zu erzählen. Wenn man so Sachen gesehen hat, das ist schon traumatisch. Ich bin Steffi, ich bin 37 Jahre alt und ich bin Projektleiterin in einer Eventagentur. Mein Ehrenamt ging los vor 14 Jahren in Südafrika. Das war in einem Reha-Zentrum für wilde Tiere. Dort waren natürlich die Tätigkeiten alles, was sich um die Tiere dreht, aber natürlich konnte ich auch das Land kennenlernen. Das Schlimmste für mich in Südafrika war, wie Menschen behandelt werden, die auf der Straße leben zum Beispiel, dass sie das unterste Glied der Gesellschaft sind. Das macht mich traurig. Seitdem ich dort war und ehrenamtlich geholfen habe, hat das auf jeden Fall was mit mir gemacht. Ich habe gemerkt, wie viel Spaß es macht, dass es meinen Horizont erweitert und dass ich auf jeden Fall, wenn ich zu Hause bin, mir was suchen möchte, was ich kontinuierlich mache. Meine Motivation, mich ehrenamtlich zu engagieren, war auf jeden Fall, einfach Dinge in meiner Freizeit auszuüben, die mich erfüllen, wo ich was geben kann und auch ganz viel zurückbekomme. Ich engagiere mich mittlerweile bei 4 verschiedenen Organisationen. 2 davon gehören zur Obdachlosenhilfe und 2 in den Tierschutz. Ich habe mir die ausgesucht, weil ich gerne helfe. Ich habe keine Berührungsängste mit Menschen, die auf der Straße leben oder Tieren, die von der Straße kommen. Im Gegenteil, mich motiviert das und ich möchte meinen Beitrag dazu leisten und was Gutes tun. Wenn ich das ganze Elend sehe, egal ob es Obdachlosigkeit ist oder Tierquälerei oder dass es Tieren in anderen Ländern viel, viel schlechter geht als hier in Deutschland, dann bewegt mich das natürlich. Und ich kann mich speziell daran erinnern, dass ein Herr mal zur Futterausgabe kam. Er hat gesagt, er hat einen Hund, aber er hat auch noch ein bisschen Erspartes und er nimmt nur eine Dose, damit jemand anderes, der das ein bisschen nötiger hat, das bekommt. Ich weiß gar nicht, wie ich das hinkriegen soll, das zu erzählen. Oh. Wenn man so Sachen gesehen hat, wie ein Welpe mit Maden übersät, weil jemand ihn mit heißem Fett übergossen hat und so, das ist schon traumatisch. Aber das motiviert mich. Und das ist nur eins von ganz vielen Beispielen, die es gibt. Wenn du überlegst, dich ehrenamtlich zu engagieren, dann hast du dir ja bereits Gedanken gemacht. Setz dich mit dem Thema auseinander, guck, wo es in deiner Stadt Möglichkeiten dazu gibt, informier dich und recherchiere und dann einfach machen, ausprobieren. Zurückgehen kann man immer noch. Ich war vor kurzem auf Weltreise und habe mich auf dieser 2-mal ehrenamtlich engagiert. Ganz am Anfang in der Auffangstation eines deutschen Tierschutzvereins in der Türkei und in Sri Lanka in einer Meeresschildkrötenbrüterei. Ich habe in Sri Lanka mitbekommen, was gerade in Russland und der Ukraine los ist. Und irgendwie hat es sich falsch angefühlt, da noch 3 Wochen länger meinen Bauch in die Sonne zu halten, anstatt irgendwie tätig zu werden. Und bin dann letztendlich zu dem Entschluss gekommen, ein bisschen früher von meiner Weltreise zurückzukommen und mich zu engagieren. Ich bin dankbar dafür, dass es mir so gut geht, dass ich ein Dach über dem Kopf habe, dass ich reisen kann, dass ich einen tollen Freundes- und Familienkreis habe. Ich bin am meisten stolz darauf, zu sehen, wie viele Menschen sich ehrenamtlich engagieren, dass es immer mehr werden. Wenn man mal gesehen hat, wie es in anderen Ländern aussieht oder bei uns auch vor der Haustür, dass es Menschen ganz anders gehen kann, die kein Dach über dem Kopf haben, nicht wissen, wann sie die nächste Mahlzeit zu sich nehmen können. Ich bin sehr, sehr dankbar dafür, dass es mir nicht so geht und ich bin auch super dankbar, dass ich was dagegen tun kann, und zwar mich engagieren.